Das ist Alican Pektaş, 30 Jahre alt, 5-facher deutscher Meister im Blindenfußball. Im Ball sind Rasseln, so hört Ali, wo der Ball auf dem Platz gerade ist. Sein Torwart, sein Trainer und ein Guide rufen ihm zu, wo er auf dem Feld gerade unterwegs ist und wo das Tor steht. So kann Ali den sehenden Torwart bezwingen. Es hat was von Freiheit. Einfach dieses kein Hindernis umwinden müssen, keine Hürden haben. Du bist einfach wirklich nur in diesem Moment. Das ist das, was ich am Fußball extrem schätze, weil er das bei mir schafft. Wenn du sowas findest im Leben, wenn du irgendwas hast, während du das machst, alles andere um dich herum keine Rolle mehr spielt, dann hast du es, glaube ich, geschafft. Aufs Hören kommt es an beim Blindenfußball. Alican Pektaş hört den rasselnden Ball, hört seine rufenden Gegenspieler, hört seine sehenden Trainer, die ihm zurufen, wo das Tor steht. Dadurch kann er als Blinder rennen, dribbeln, Tore schießen. Hier ist einfach alles dafür ausgelegt, dass ich das kann. Ja? Also hier sind die beiden Banden dann seitlich. Ansonsten ist das einfach ein 40 x 20 Meter Platz und ein einziges Hindernis sind Gegenspieler. Das ist genauso, wenn du schnell Auto fahren möchtest, aber das auf der Autobahn nicht kannst, weil gerade Stau ist. Aber wenn du halt auf einer Rennbahn fährst, irgendwie am Nürburgring bist oder so, dann kannst du Gas geben. Und das ist genau das Gleiche. Weil das ist ein Moment, das ist eine Situation, die für dich geschaffen ist, damit du das kannst. Und deswegen ist es eine extreme Freiheit, die das in mir auslöst. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen, ja, das ist nicht so viel, aber ein paar Sachen habe ich mir schon aufgehoben aus der damaligen Zeit. Vielleicht breite ich es mal ein bisschen aus. Ach, da kommt ja schon der Ali im Kicker 2007. Typisch seine damals noch abwartenden Bewegungen. Natürlich Highlight. Erster deutscher Meister, die Jubelbilder. Das fing an im Jahr 2006, als ich irgendwie rein zufällig bei uns in der Sporthalle ein paar wilde Kerle und Kerlinnen, könnte man fast sagen, junge Damen, hinter einem Petsyball, einem großdimensionierten Petsyball herrennen sah, die voller Begeisterung damit Fußball spielten. Alle vollblinde Schülerinnen und Schüler. Und danach, als ich das gesehen hatte, machte es bei mir fast Klick. Ich hatte aber nur die Idee, Peter, irgendwie ist das meine Lieblingssportart. Warum sollten meine Schüler das nicht auch machen können? Der Blindenfußball ist damals gerade erst in Deutschland angekommen. Peter Gößmann gründet eine Blindenfußball-AG an seiner Schule. Ali Pektaş ist als 13-jähriger Schüler von Anfang an dabei. Hier spielt er 2007 mit beim ersten Marburger Blindenfußballturnier. 16 Jahre später, hier trainiert der Nachwuchs der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. Ali besucht die Turnhalle, in der auch für ihn damals alles angefangen hat. Es waren irgendwie die Anfänge, die ersten Berührungen mit dem Ball, die ersten Trainingseinheiten. Damals hatten wir keinen Platz, das heißt, wir haben uns auch damals auf die Meisterschaft hier vorbereitet. Es war irgendwie gefühlt damals mein Zuhause hier, die Halle. War ich gefühlt jeden Tag 2-3 Mal drin. War einfach für mich dieses Gefühl von Freiheit, die diese Halle insbesondere damals sehr mitgeprägt hat. Ein Gefühl von Freiheit. Das spürt der von Geburt an blinde Ali auch beim Fahrradfahren. Na, es ist der Schall, auf den man zufährt. In so einer großen Halle ist es natürlich relativ einfach. Wenn du ungefähr die Entfernung einschätzen kannst und weißt, dass ich jetzt das Lenkrad nicht weiter nach rechts lenken sollte, weil du die Wand einfach hörst neben dir, ist genauso wie die Bande im Spiel auch eigentlich. Deswegen passt es ganz gut. Kann ich einfach meine Runde fahren.
Komm, bitte bleib stehen. Nee, das wird nichts. So. Jetzt habe ich mich selbst eingesperrt. Passt. Hält. Alis alter Klassenraum in der Blindenstudienanstalt in Marburg. Hier war er ab 2003 Schüler. Nach der Grundschule, die habe ich an einer ganz normalen, also einer Sehnenschule absolviert, die Grundschule. Und danach stellte sich für meine Eltern insbesondere damals schon die Frage, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Und damals haben sie aus meiner Sicht eine sehr mutige Entscheidung getroffen, zu sagen, wir wollen aus der Komfortzone raus. Der Junge soll auf ein Internat und soll im Prinzip einfach lernen, selbstständig zu sein, zu werden und entsprechend seiner Behinderung geschult und unterrichtet zu werden. Sein ehemaliger Lehrer erinnert sich sehr gut. Der mühevoll Englisch beigebracht haben. Ja, ich war Englisch gar nicht besonders gut. Anstrengender Schüler. Er hat sich nicht einfach etwas sagen lassen, sondern ist immer wieder in die Diskussion getreten, hat viele clevere Ideen gehabt, war aber auch sicherlich manchmal notwendig, ihm Regeln zu setzen, Zeiten vorzugeben. Hausarbeiten war bestimmt nicht immer sein Lieblingsthema. Und wenn die Schule zu Ende war, dann hatte ich einfach meistens Training oder einfach anderweitige Interessen, wollte dann lieber irgendwie doch Fußball spielen. Die Hausaufgaben, so wie man es dann als Schüler irgendwie kennt, macht man irgendwie kurz vor knapp. Ich kann mich auch oft erinnern, die um 7:45 noch gemacht zu haben. Ich habe sie teilweise sogar noch im Unterricht gemacht. Und hat es alles gegeben. Man muss sich ja nicht belügen. Dabei ist das Lernen des ganz normalen Schulstoffes für Blinde eine besondere Herausforderung. Wenn wir auf eine Landkarte von Europa gucken, dann sehen wir auf einen Blick in etwa die Größe Deutschlands im Vergleich zur Größe Maltas oder dass die Türkei ja nur einen ganz kleinen europäischen Teil hat. Das ist für jemanden, der das taktil erfassen muss, weitaus schwieriger. Er braucht also sehr viel mehr Zeit. Und das sieht man jetzt ja auch, dass Ali jetzt hier so nach und nach die Grenzen übertritt und wichtige Verbindungswege ertastet. Auch seinen ersten Triumph kann Ali in der Schule ertasten, den Pokal seiner ersten deutschen Meisterschaft 2008. Ja, 2008, die erste Meisterschaft. Wenn du das einmal gewonnen hast, dann das ist genauso wie wenn du irgendwie einen Award für irgendwas bekommst. Wenn du den einmal gewonnen hast, wenn du so einen persönlichen Titel oder so einen Mannschaftstitel einmal gewonnen hast, das macht süchtig. Also du hörst dann nicht auf. Und das ist, glaube ich, das, weil du weißt, wenn du den einmal gewonnen hast, dann kannst du ihn immer wieder gewinnen. Folgt in dieser Saison Titel Nummer 6? Doch Ali hat einen noch größeren Traum mit der Nationalmannschaft. Das Highlight ist natürlich zweifelsohne, sind natürlich die Paralympics. Für die hat sich Deutschland im Blindfußball noch nicht qualifizieren können bisher. Und das wäre natürlich der absolute Traum, wenn uns das noch gelänge, weil ich dann auch wirklich auch immer alles gespielt hätte und auch wirklich mal im sportlichen Oberhaus gewesen sein könnte. Mit besseren Teams kannst du dich in dieser Sportart nicht messen, als du es bei der WM und bei den Paralympics kannst. Auch einfach diese Atmosphäre im olympischen, paralympischen Dorf mal aufzusaugen, mit all den Sportlern aus all den Nationen. Ich glaube, das muss schon ein Ereignis sein, dass das unvergesslich ist. Und ich glaube, das würde ich sehr gern nicht nur am Fernseher erleben. Die deutschen Blindenfußballer haben alle einen Brotberuf. Ali arbeitet bei der Deutschen Bank im Cash-Management. Heute im Homeoffice zu Hause in Oberramstadt. Was ich dann immer schon versuche, ist, meine Trainingseinheiten so zu legen, dass ich eben Arbeit und Training miteinander vereinbaren kann. Also heute, wo ich jetzt gerade einen Homeoffice-Tag habe, kann ich natürlich immer zum Beispiel in der Mittagspause eine Trainingseinheit reinlegen, je nachdem, wo Meetings liegen. Oder ich kann vor der Arbeit noch ein kleines Workout machen. Manchmal mache ich auch beides, also sowohl als auch, davor und Mittagspause. Und nach der Arbeit kann ich dann tatsächlich dann eben die Möglichkeit nutzen, um zum Beispiel heute auf den Platz zu gehen und ein bisschen Ballarbeit zu machen. Der Bildschirm bleibt bei Ali logischerweise dunkel. Nur um uns zu zeigen, wie ein Blinder am PC arbeitet, macht er den Bildschirm heller. Eine Computerstimme liest Ali vor, was auf dem Bildschirm zu sehen ist. Für mich ist es immer ganz nett, wenn die Stimme nicht so besonders menschlich ist, dass sie das, was sie tut, nämlich ihren Zweck erfüllen, für mich auf eine deutlich schnellere Art und Weise tun kann. Davon habe ich mehr, als wenn sie
ganz langsam mit mir spricht. Jetzt ist es zum Beispiel auf der Hälfte. So kann Ali problemlos arbeiten. Liste 5 Objekte. Link. Deutsche Bank. 1 von 5. Link. Corporate-Institutions. 2 von 5. Link. Private Clients. 3 von 5. Link. Client Logins. 4 von 5. Link. Locations. Ende von Liste. Es gibt allerdings auch Menschen, die denken, Blinde könnten gar nicht arbeiten. Größe, Komma. Neue Zeile. Es kann ja sein, dass man sich vieles nicht vorstellen kann oder vieles nicht weiß. Fragen und neugierig sein ist ja absolut in Ordnung. Und das Wissen wollen ist auch absolut in Ordnung. Und sich das Wissen aneignen wollen ist auch absolut in Ordnung. Was aber nicht in Ordnung ist, mit diesem Vorurteil zu leben und zu glauben, das passt und das stimmt so. Also diesen Satz zu sagen, kannst du überhaupt arbeiten, ist irgendwie fehl am Platz. Dann ist die Frage eher, wie arbeitest du eigentlich? Weil wenn du mich danach so fragst und fragst, wie arbeitest du eigentlich, dann hast du zumindest mal begriffen, dass ich arbeite und möchtest wissen, wie es funktioniert, dann kann ich dir helfen. Aber wenn du mich fragst, kann man als Blinde überhaupt arbeiten, dann muss ich davon ausgehen, dass du irgendwie in deiner Welt lebst, die voller Vorurteile ist. Also ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du die Frage stellst. Servus Rasmus. Na Junge, alles gut? Guten Tag, alles sehr gut, ja. Sehr gut. Schön zur Mittagszeit. Ja. Besser geht's doch gar nicht. Ali arbeitet Vollzeit bei der Deutschen Bank. Zusätzlich trainiert er 6 bis 10 Mal pro Woche. Für die WM im Sommer bekommt Ali bezahlten Sonderurlaub von seinem Arbeitgeber. Für die Vorbereitung muss er sich aber seinen Jahresurlaub nehmen. Wenn beispielsweise jetzt mal irgendwie Urlaubstage für die Bundesliga anfallen, weil wir jetzt irgendwie nach Hamburg reisen müssen und Freitag früher losfahren oder so. Aber wenn man sich die 2, 3, 4 Tage da auch noch einberechnet, kommst du schon auf deine knappen 30 Tage, die rein auf den Fußball draufgehen sozusagen. Es ist halt auch der Punkt, dass die Arbeitsleistung für die Bank erbracht werden muss. Und wer in diesen sauren Apfel beißt, muss dann halt auch in den nächsten beißen und sagen, dann ist das halt so, dann hat man den Urlaub halt nicht. Auch wenn ich jetzt meinen Urlaub nicht zu Erholungszwecken genutzt habe, habe ich ihn genutzt, um das zu tun, was ich am liebsten tue. Und noch 10. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und stopp. Oh, geiler Typ. So Rasmus, Jo, dann hören wir uns, wenn du Zeit hast, hören wir uns morgen. machen wir. Also, Wir hören uns, mein Lieber. Ciao. tschüss. So, da kamen eben noch ein paar Nachrichten. Kurz gucken, ob das Relevantes ist. Okay, aber nix. Das ist nicht wichtig. So, gut. Da antworte ich gleich. Perfekt. Dann bauen wir mal das Ganze wieder ab hier. Ali trainiert auch mit sehenden Fußballern beim FC Oberramstadt. Es war eigentlich ein gemeinsamer Wunsch von mir und vom Bundestrainer, dass wir noch weitere Einheiten für mich in der Woche unterkriegen, weil natürlich, wie bei den meisten Spielern es bei mir auch der Fall ist, dass die Wege zu den Vereinen extrem lang ist. Also 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück in meinem Fall tatsächlich mit Wartezeiten. Hier mache ich einfach viele Sachen, wie Ballgefühl, Passübungen, Aufwärmen, Sprints etc. Und habe dann danach, wenn die jetzt sozusagen in ihre Spielform und in ihre taktische Form übergehen, dann eben meine individuellen Dinge wie Passen oder Torschusstraining oder eben gewisse Finten, gewisse Dribbelwege, dass ich dann eben solche Dinge verfeinern kann. 2 wichtige Dinge in Alis Leben: Fußball und Familie. 2 seiner Cousinen sind heute beim Training dabei. Weil er für uns wichtig ist. Genau. Das hast du sehr schön gesagt. Ja, finde ich auch. Er ist uns wichtig. Genau, ich bin mit ihm zusammen aufgewachsen und wir haben früher mal zusammen Fußball gespielt und deswegen finde ich es auch immer schön, ihn da... Tatsächlich die ersten Schüsse zusammen erlebt.
Genau, und ich finde es einfach schön, an ihm dabei zuzuschauen, bei dem, was ihm Spaß macht. Und er macht das ja auch mit sehr viel Leidenschaft. Und es ist einfach schön. Ja. Oh, das Bild ist so, das Bild finde ich zwischen meiner Mama und dem Alican. Oh. Das finde ich so schön. Gell? Wie alt warst du da, Mama? Keine Ahnung. 23? 23? Hier im Auto fahren. Das hat er doch immer geliebt, gell? Ja. Diese Dinge hier abzureißen. Was denn? Von den Flaschen? Ja, er Flaschen hat das voll geliebt. Das war sein Hobby. Diese Etiketten abzureißen. Auf den Flaschen. Das hat er immer abgerissen. Er fand das immer ganz toll. Der hat doch immer auch unsere Tapeten abgerissen. Ja. Baba. Ey, Mama, das war gut. Aljan hat doch immer die Tapeten abgerissen im Zimmer auch. Damals. Danke. Alis Opa Hasan ist Ende der 60er Jahre aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Rund 10 Jahre später dann Alis Eltern. Und 1993 ist dann Ali zur Welt gekommen. Blind. Oh, Leute. Alican mit seinem Engelslöckchen. Krass. Voll süß, oder? Ja. Wenn Alis Mutter an diese Zeit zurückdenkt, kommen alle ihre Gefühle wieder hoch in ihrer Muttersprache Türkisch. Ya her seferinde bir başka kapı açılıyordu. Yani hiçbir zaman öyle onun o eksikliğini düşünüp korkularım hep onun yeni bir kapı açılmasına o korkularımın yenmeme neden oluyordu. Wie kann ich das erklären? Weiß ich nicht. Alican'ın engelli olması. Hani öyle dünyaya geldi yani nasıl karşıladım? Alican her seferinde yani hep korkularım vardı nasıl olacak, nasıl yapacak diye. Ama her seferinde öyle bir büyük kapı açıldı ki Alican'a hiç o eksikliğini göremedim. Yani her seferinde bu nasıl yapacak, nasıl edecek dedim hep böyle bir kapı açıldı. Also hast du im Prinzip, trotz dessen er ein Hindernis hatte, also für sich ein gesundheitliches Hindernis hatte, war es am Ende so, dass immer eine Tür aufgegangen ist, wo du eigentlich immer trotzdem noch Hoffnung geschöpft hast. Genau. So ähnlich ist er. So ähnlich. Ich bin auch sehr stolz. Er hat alles geschafft bis jetzt, was er haben wollte. Hat er hart gepackt. Und ich bin auch zufrieden natürlich. Ja, ich habe nicht so weit gedacht, dass er so weit hinkommt. Aber er ist ja jetzt da, er hat es studiert. Er spielt Fußball, hat seine Arbeit. Er ist selbstständig. Er kann alles. Also doch, was wir als Familie ihm gegeben haben und er da versucht und was er erreicht hat, natürlich bin ich auch stolz. Und das kann nicht jeder. Von seiner Arbeitsstelle, der Deutschen Bank in Frankfurt, macht sich Alican Pektaş oft auf den Weg zum Fußballtraining nach Marburg. Als ob der Weg an sich nicht schon genug Aufmerksamkeit erfordert, ist Ali manchmal auch noch mit falscher Fürsorge konfrontiert. Was weiß ich, das ist ein ganz einfaches Beispiel, wie dass Leute sagen, ich soll Rolltreppe fahren, weil Treppe laufen könnte ein Problem darstellen. Ich meine, das ist ein nett gemeinter Rat, absolut, keine Frage. Aber wenn ich nicht Treppen laufen könnte, dann würde ich vermutlich keine Treppen laufen. Von daher, das ist halt ein bisschen schwierig manchmal, aber wie gesagt, das meint irgendwie keiner böse, deswegen nehme ich es auch keinem übel. Aber natürlich ist es halt immer so dieses, sich selbst anderen beweisen zu müssen in dem Fall, damit sie es verstehen, ist, glaube ich, irgendwie so der entscheidende Punkt, der eigentlich überhaupt nicht ins Lebensbild passt. Dadurch, dass die S-Bahn vor dir anhält und dann die Türen beginnen zu piepen, die es betrifft,
kannst du dich entweder entscheiden, nimmst du die Tür rechts von dir oder links von dir, wenn du zwischen den Türen stehen solltest. Und die nächstgelegene nimmst du dann. Das ist ja dieses räumliche Hören, genauso wie du das räumliche Sehen ja auch hast. Ich glaube, das unterscheidet sich gar nicht so sehr zum räumlichen Sehen, sondern du hast dann einfach irgendwie das, was in dem Fall für dich eben näher klingt. Also du kannst dir auch als Sehender unterscheiden, ob, keine Ahnung, die Tür rechts neben dir näher bei dir ist, als die Tür links neben dir. Und genauso ist es eigentlich mit dem Hören auch. Also daher glaube ich keine Besonderheit in dem Sinne. Mit der Bahn zum Training nach Marburg und zurück nach Hause nach Oberramstadt, da geht für Ali viel Zeit drauf. Oft ist er 5 Stunden unterwegs. Das schlaucht. Ich schmeiß hin, hab ich nie gedacht tatsächlich bisher, aber ich kann das alles nicht mehr, bestimmt schon öfter. Ja, wie gesagt, manchmal strengt es einfach an, wenn dann auch noch Verspätungen dazukommen. Vor allem auf der Rückfahrt beispielsweise. Auf der Rückfahrt hast du natürlich auch das Problem, dass du irgendwie gucken musst, dass es einfach irgendwie spät nachts dann irgendwann noch wird. Und nach Oberramstadt, das ist jetzt nicht so das beliebteste Reiseziel, das man so hat. Und es ist auch nicht so, dass die Bahn da irgendwie alle 5 Minuten einen Zug ansetzt. Bedeutet dann halt auch eben, dass du entsprechend natürlich auch viele Wartezeiten dann auf dich nehmen musst. Wenn du dann irgendwie den Zug nicht kriegst oder so, dann stehst du halt eine Stunde am Frankfurter Hauptbahnhof. Und nachts um 23 Uhr kann ich mir persönlich Angenehmeres vorstellen. Die Fahrzeit nutzt Ali für E-Mails. Eine Computerstimme liest ihm alles vor, was auf seinem Smartphone-Display angezeigt wird. Ali ist auf die Bahn angewiesen, es gibt keine Alternative. Das sind nicht die besten Bedingungen für einen Leistungssportler. Hat natürlich auch oft Situationen gegeben, wo dann das Training für mich in Marburg zumindest ausfallen musste. Dadurch, dass wir eben lange Fahrzeiten haben und wenn das Training mir um 18:30 Uhr beginnt und du eigentlich geplant hattest, um 18:10 Uhr anzukommen und dann die Bahn eine Dreiviertelstunde Verspätung oder eine halbe, dann drehst du in Frankfurt halt wieder um, weil es sich dann einfach nicht mehr lohnt. Heute kommt Ali mit dem Zug gut durch. Am Marburger Bahnhof wird ihn der Torwart seines Teams mit dem Auto abholen und zum Fußballplatz fahren. Das ist tatsächlich eines der wenigen Dinge, worum ich sehende Menschen beneide. Also sonst habe ich da eigentlich nie so ein Gefühl gehabt, wo ich sage, puh, warum eigentlich nicht? Aber also Autofahren, darum beneide ich sie tatsächlich schon. Also diese Flexibilität ist da für mich einfach dieser Dreh- und Angelpunkt, den es da gibt. Dass ich mir einfach meine Zeit selbst einteilen kann. Was weiß ich, wenn jetzt irgendwann in 10, 15, 20 Jahren die autonomen Autos hier auf den Straßen rollen sollten. Das wäre, glaube ich, schon eine extreme Erleichterung für mich und meinen Alltag, glaube ich. Weil mir das noch mehr Unabhängigkeit verschaffen würde. Das wäre ein toller Tag, an dem dann Ali seinen Torwart Nils Hemmenstedt zum Training fährt. Arbeit, lange Fahrten zum Training, ohne Pause. Was treibt Ali an, diese Strapazen auf sich zu nehmen? Ali möchte immer der Beste sein. Aber es gibt auch noch andere. Und es gibt noch andere, die besser sind. Das ist ja das Problem. Und da möchte Ali halt hin. Und da investiert er alles. Und dann ist halt leider auch so, dass er Rückschläge erleidet durch die ganzen Verletzungen und so weiter. Aber da muss er einfach immer durch. Wenige Wochen später in Schiltigheim bei Straßburg in Frankreich. So, Molle, tritt ein in die Stube. Vorbereitungsturnier vor der WM. Aktivieren, Fokus langsam wieder hochfahren. Ausruhzeit ist jetzt vorbei. Jetzt geht's ran. Wir fangen locker wieder an. Einatmen, lang machen. Ausatmen, lösen. Wenn du Länderspiele spielen kannst, wenn du dein Land auf allerhöchster Bühne vertreten kannst, wenn du sportlich gesehen auf höchstem Niveau dich messen kannst, dann brauchst du eigentlich nicht viele Dinge, die dich motivieren. Aber die gesunde Mischung zu finden zwischen, wir lassen den Tag mal sozusagen, wir leben mal in den Tag hinein und wir fahren den Fokus hoch, das ist eigentlich immer das A und O und eigentlich auch das Schwierigste an diesem Job. Ali und die deutsche Nationalmannschaft bereiten sich auf ihr Abendspiel gegen die Türkei vor. Und Knie ausdrücken. Und Achtung, stopp, ich habe noch nichts gesagt, von wieder runtergehen. Okay? Und Achtung. Bauch anspannen. Bauch ist fest.
Fäuste auf, fest. Fest die Arme, fest. Einatmen, ausatmen, lösen. Atmen dabei nicht vergessen. Draußen auf dem Platz spielt gerade England gegen Japan. Einbeinstand und wir kreisen das Sprunggelenk rechts nach außen weg. Zwei Teams, die professioneller aufgestellt sind als Deutschland. Japan hat für den Blindenfußball extra einen eigenen Verband gegründet, der das Team finanziell unterstützt. Viele englische Spieler müssen nur halbtags arbeiten. Den Rest bezahlt ihnen der englische Fußballverband. Das ist enorm wichtig. Wenn du auf die 5 bis 10 Top-Mannschaften der Welt schaust, haben sie alle eine Art von finanzieller Unterstützung. Dadurch musst du nicht 8, 9, 10 Stunden pro Tag arbeiten und danach noch trainieren oder das Training irgendwie einbauen. Du kannst den Sport priorisieren. Das muss einfach auch so sein, wenn du erfolgreich sein willst. Mittagessen. Noch 7 Stunden bis zum Spiel gegen die Türkei, den Vize-Europameister. Die deutsche Blindenfußballnationalmannschaft wird zwar auch finanziell gefördert, Reisen, Verpflegung, Unterkunft, bis zu einem gewissen Budget zahlt das der Deutsche Behindertensportverband und auch die Sepp Herberger Stiftung des DFB. Die Spieler selbst werden aber nicht bezahlt. Da wäre es einfach ganz, ganz wichtig, wenn man von so einem Sport nicht leben kann, dass irgendwo Möglichkeiten entstehen, dass einfach die Sportler besser entlastet werden, dass man diesen Spagat hinbekommt, dass man irgendwo eine Regelung findet, dass man halbtags oder irgendwo auch Tage noch mehr einräumt für die Jungs, weil sie letztlich dann ja auch ihr Land repräsentieren und da wirklich alles geben. Und ja, da wünscht man sich natürlich, dass da auf jeden Fall einen Weg gibt oder geben kann. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein entscheidender Punkt für uns in den Schritten vorwärts. Und solange wir nicht dazu kommen, meiner Ansicht nach eine professionellere Struktur noch hinzukriegen, wird es vielleicht Erfolge geben, weil die Spieler ja unbedingt wollen, die machen das ja. Die investieren ja alles. Und das wünsche ich nichts mehr. Ich wünsche ihnen so sehr, dass sie eine Qualifikation für die Paralympics in Paris dann kriegen, obwohl es sehr, sehr, sehr schwer ist. Aber solange die Strukturen noch so sind, ist es keine Basis oder keine Ebene, auf der wir arbeiten können. Ali hat 2 Vollzeitjobs. Den unbezahlten als Blindenfußballer und den bezahlten bei der Deutschen Bank. Wir sprechen sehr offen darüber, wann es erforderlich ist, dass er wegen dem Fußball freigestellt wird. Und das ist auch grundsätzlich nicht einfach eine Gegebenheit. Also man muss schon schauen, auch aus Fairness gegenüber anderen, die natürlich auch eine Freizeit haben und dann dafür nicht gegebenenfalls freigestellt werden können, wie man das organisieren kann. Oft geht Alis Jahresurlaub für Fußballturniere drauf. Erholung nach Spielen der Nationalmannschaft ist nicht drin. Diese ganzen Eindrücke zu verarbeiten, dafür nicht viel Zeit zu haben eigentlich und am nächsten Tag eigentlich wieder performen zu müssen im Beruflichen. Diesen Switch hinzukriegen, der ist gar nicht so einfach tatsächlich. Fällt mir auch immer noch schwer, auch trotz all der Jahre. Ich glaube, es ist einfach gemäß der Natur so, dass der Mensch dann wirklich einfach so eine Pause normalerweise bräuchte. Aber das ist einfach nicht zu gewährleisten. Das heißt, gestern angekommen, ausgepackt und heute geht es weiter irgendwie. Wie, weiß ich auch nicht, und man schleppt sich dann irgendwie so durch den Tag oder durch die Woche. Es wird ernst. Härtetest vor der Weltmeisterschaft gegen Vize-Europameister Türkei. Das ist natürlich immer wieder besonders für mich natürlich, weil meine Wurzeln natürlich dort sind. Ich freue mich einfach immer wieder auf diese Länderspiele, weil es einfach eine besondere Bedeutung für mich hat. Und die zu gewinnen hätte natürlich eine noch größere Bedeutung für mich. Kopfbande! 3, 2, 1, jetzt! Und weiter 4, weiter 3, weiter 2! Nicht aufhören! Weiter!
Natürlich funktioniert das Spiel nur über Kommunikation. Blickkontakt können wir ja so leider nicht herstellen. Das heißt, es wird natürlich sehr viel gerufen, allein auch durch den sehenden Torhüter, den sehenden Trainer an der Seite plus den Guide hinterm gegnerischen Tor. Und daraus ergibt sich eben für dich ein Bild im Kopf im Spiel und daran orientierst du dich und damit im Prinzip der Blindenfußball genauso funktionieren kann, wie es der sehende Fußball auch tut. Dadurch, dass der Blindenfußball natürlich viel mehr Körperkontaktelemente hat als der sehenden Fußball und natürlich auch dadurch viel körperbetontere Zweikämpfe stattfinden, gehört das natürlich zu dem Sport dazu. Macht ihn aber natürlich dann eben auch anstrengender. Okay, Sie haben nicht den großen Torwart im Tor, hier ist die Mitte. Hier ist die Mitte. Okay, links. Linker Pfosten. Das ist der rechte Alex. Und Tormitte ist hier, hier, hier. Du hast das Spiel verloren, du kannst es nicht verändern, du kannst es nicht beeinflussen, du kannst nicht nochmal von vorne beginnen, sondern es ist dann einfach vorbei. Und dann ist natürlich erstmal die Enttäuschung da. In dem Moment ist es, glaube ich, einfach weit weg von allen anderen zu sein und einfach mal ganz kurz in sich zu gehen. Und da kann ich auch mit diesen aufbauenden Worten nichts anfangen, sondern dann brauche ich einfach ein bisschen Zeit für mich. Und dann geht es auch wieder, aber es ist einfach wirklich dieser Moment, in dem man so ein bisschen in sich kehrt und so ein bisschen die Gedanken sammelt, vielleicht auch ein bisschen die Emotionen bändigt und dann ist hier auch alles wieder gut. Ich glaube, wir haben schon eine sehr, sehr gute Leistung abgerufen. Sorry für alle Fans, die zu Hause zuschauen und hier zuschauen. Tut mir leid. Es ist natürlich irgendwie schade, um die Arbeit gebracht zu werden, die man reinsteckt. Vor allem, wenn man das Spiel dominiert hat und eigentlich den Sieg verdient hätte. Aber so ist es manchmal im Leben, so ist es manchmal im Sport. Ich habe schon immer gesagt, der Fußball innerhalb dieser 30 Minuten, die wir hier spielen, 2x15, das spiegelt irgendwie schon das Leben in Kurzform wider. Manchmal hast du Glück, manchmal hast du Pech. Heute hatten wir ganz schön viel Pech. Kurze Zeit nach dem Spiel passiert etwas, das Alis Leben und das seiner Familie verändern wird. Mir hat man es nicht sagen wollen. Ich habe zufälligerweise durch einen guten Freund von mir, der auch beim FCO spielt, habe ich zufälligerweise eine Nachricht bekommen, wo er sagte, ja, ich wünsche euch viel Kraft und so. Und das ist ja blöd, was passiert ist. Und schrieb mir so eine Nachricht, die mehr oder weniger das aussagte. Und ich weiß ganz genau, ich habe ihm geschrieben, was ist denn? Also, warum? Und dann hat er gesagt, wie, weißt du davon nichts? Ich so, wovon weiß ich nichts? Und dann schreibt er mir halt, dass meine Cousine einen Verkehrsunfall gebaut hat. Ich glaube, es war ja irgendwie so ein Moment der Stockstarre oder des Schockmoments. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Wir saßen irgendwie, das war kurz vor der Abschlussfeier in Frankreich und da kam eben diese Nachricht. Und ja, du weißt eigentlich überhaupt nicht in dem Moment, was du tun, sagen, machen sollst. Kurz überlegt, fahre ich jetzt schon, aber rein theoretisch, was kann ich ändern, was kann ich machen? Ich wusste nur, sie liegt im Koma und und dann haben wir uns dazu entschieden, dass es klüger ist, wenn ich einfach Sonntagmorgen nachkomme, so wie ursprünglich geplant, aber dann halt nicht nach Hause, sondern direkt ins Krankenhaus.
Ali ist in den kommenden Wochen jeden Tag mit seiner Familie im Krankenhaus. Er will da sein für seine Cousine Alena. Auf geht's, Deutschland! Kein Moment des Luftholens für Ali. Keine Pause. Die Weltmeisterschaft in England geht los. Alis Chance, sich für die Paralympics zu qualifizieren, sich seinen großen Lebenstraum zu erfüllen. Dafür muss Deutschland unter die besten 3 kommen. Fast unmöglich, denn allein die Gegner in der Vorrunde sind zu stark. Es geht gegen den Weltranglisten-Ersten Argentinien, die sehr guten Chinesen und als erstes gegen Gastgeber England. Doch es geht gut los. Alis Marburger Teamkollege Temi Kuttig schießt das Siegtor. Es wird das einzige in der Vorrunde bleiben. Gegen China und den späteren Weltmeister Argentinien verliert Deutschland. Für Ali platzt der Traum von den Paralympics. Vielleicht soll es nochmal sein. Also wir werden natürlich das alles nochmal versuchen, nachdem sich das alles jetzt mal ein bisschen gesetzt hat und man so ein bisschen die Enttäuschung verdaut hat. Aber danach wollen wir es natürlich wieder angehen. Und ich hoffe natürlich, dass sich der Traum irgendwann schon wieder dass wir 2028 diesen Traum schon irgendwie für uns verwirklichen können. Das wäre, glaube ich, nochmal ein sehr guter Abschluss für meine Karriere, will ich fast sagen. Ich glaube, dann habe ich einfach alles geschafft. Weiß nicht, ob ich dann direkt sage, ich höre auf, aber zumindest wäre das Ziel oder ist das Ziel, was noch übrig ist, was ich noch gerne erreichen will. Ein sportliches Ziel in dieser Saison bleibt Ali aber noch. Mitte September in Köln, letzter Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Die Sportfreunde Blau-Gelb, Blister Marburg und der erste FC St. Pauli liegen punktgleich an der Spitze der Tabelle. Mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund wäre Marburg ziemlich sicher deutscher Meister. Ich wusste, in dem Spiel möchte ich irgendwie auch das Spiel gestalten, den Moment auch entscheiden. Das hatte ich mir irgendwie so ausgemalt nach der WM, wo ich so dachte, ja gut, wenn ich jetzt das Vertrauen und die Möglichkeiten bekomme, dann möchte ich das auch einfach zurückzahlen. Das hatte ich mir schon so ausgemalt, mit meinem Tor Meister werden. Irgendwie habe ich davon auch geträumt, will ich nicht sagen, aber irgendwie so ein Tagtraum, wo ich so dachte, wenn ich mir das Spiel erträumen könnte, dann würde ich so und so machen. Umso schöner, dass es dann auch genauso gekommen ist. This version of you simply becomes real. And you're right here with this version of you. To see things as they really are. Und wir sagen es gerne nochmal, die Nummer 10 von Marburg mit dem 1:0, Alika Panther! Endstand 1:0 für Marburg. Jetzt darf St. Pauli in den braunen Trikots nicht 4:0 gegen Stuttgart in den roten Trikots gewinnen. Dann ist Marburg Meister. Und St. Pauli scheint es noch mal wissen zu wollen. 1:0. Doch Stuttgart gleicht aus. Und dreht sogar das Spiel, schießt das 2:1. Der Endstand. Marburg ist deutscher Meister.
Familientreffen in Oberramstadt. Das ist Ali und seinen Verwandten ganz wichtig. So oft es nur geht, treffen sie sich, zum Beispiel an Geburtstagen. Ali kann wegen des Fußballs nicht immer dabei sein, aber heute muss er. Denn heute wird er gefeiert. Auch Alis Cousine Alena ist dabei. Ihr geht es wieder besser. 3 Monate nach ihrem schweren Autounfall. Ich kann es nur als Erleichterung bezeichnen. Für mich war es einfach diese Erleichterung und auch einfach langsam wieder diese Rückkehr in die Normalität. Und dann kommt so ein bisschen auch dieses, wir sind jetzt näher zusammengerückt, aber jetzt können wir, glaube ich, auch einfach das genießen, was auf uns zukommt. Weil wir haben jetzt, glaube ich, vor allem sie, aber auch wir haben, glaube ich, was ganz Gutes vollbracht. Das ist also, dann kommt, glaube ich, auch so langsam wieder das Vergnügen durch. Wir sind zwar Cousine und Cousin, aber wir sind eigentlich eher wie Geschwister immer schon aufgewachsen. In der Familie tankt Ali Kraft für sein Leben. Ein Leben, das oft so stressig ist. Aber hier wird miteinander gelacht. Gell, Alcan? Wenn ich dann am Wochenende nicht da war. Die wurde natürlich immer geärgert, die Özge. Danke. Erzähl mal. Ja, wir haben sie mal nachts angemalt, das fanden sie nicht so witzig. Eine Kindheit mit viel Freude, das hat Ali stark gemacht. Er ist der Liebling der Familie, auch wenn er als Kind manchmal ziemlich frech war, wie sich seine Cousine Talja erinnert. Einer der Punkte, wo ich den Unterschied zwischen uns beiden nie wahrgenommen habe, wenn wir Fußball gespielt haben. Also als Kind ist es sowieso ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ja. Aber gerade beim Fußballspiel nie, weil du hast mich oft abgeschossen und ich wusste, dass du es mit Absicht gemacht hast. Ja, ich wusste, das war wirklich von dir auch so gemeint. Das kann durchaus sein, ja. Mein Opa ist auf jeden Fall unser größter Fan. Der sammelt immer alle Zeitungsberichte. Der hat auch noch alle von Anfang an. Es ist dieser Zusammenhalt, die Liebe, die Ali zu dem Menschen machen, der er ist. Und sein Ehrgeiz und unbedingter Wille, alles zu schaffen, was er sich vornimmt. Viele Leute, die nicht merken, dass er blind ist, also auch meine Kinder haben das erst ganz neu gelernt oder gehört und erfahren, dass er blind ist, wo die gesagt haben, hä, wie, der spielt Fußball, Mama, der geht arbeiten, der ist mit dem Zug unterwegs, der ist blind. Meine Kinder sind halt erst gerade 5 und 4, für die ist das natürlich unbegreiflich, aber ja, das merkt man ihm nicht an, weil er einfach so offen auch ist. Ali lässt das Leben eben oft einfach spielerisch leicht aussehen, egal wie viel Arbeit er reinsteckt. An sich bin ich sehr zufrieden. Ich glaube, ich habe sehr vieles von dem erreicht, was ich erreichen wollte. Das ist, glaube ich, schon mal etwas, was sehr schwer ist, von sich selbst zu behaupten. Deswegen, das ist schon etwas, wo ich wirklich auch mit sehr viel auch Stolz drauf blicke und sage, das sind wirklich Dinge, die habe ich mir erarbeitet, das habe ich geschafft. Auch vor allem sportlicher Natur, wo ich extrem viel Zeit reinstecke. Aber auch einfach, wie gesagt, dieser Zusammenhalt, der für mich in dieser Familie, in diesen ganzen Freundschaften, der damit einhergeht und der mich auch sehr prägt und mein Leben auch zum Großteil ausmacht, das sind auch so Momente, wo ich einfach sage, das ist für mich zufriedenheitsstiftend. Das ist für mich wirklich etwas, wo sich für mich das Bild einfach zusammensetzt.